Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Wenn du neu hier bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Das Jahr ist nun schon fast vorbei und ja, somit betrachten wir heute die aktuelle Lage in Kuba im Monat Dezember 2022. Fangen wir mit Via Sul an, dem staatlichen Bustourismusbetrieb. Seit dem 1.12.22 wird die Route Havanna-Viñales wieder befahren. Morgens um 8 Uhr geht es in Havanna los und von Viñales zurück geht es dann um 13.35 Uhr. Die Tickets können online gekauft werden. Welche Routen noch befahren werden, könnt ihr auf der Website einsehen. Diese findet ihr in der Videobeschreibung. Der offizielle Wechselkurs liegt seit August diesen Jahres bei 120 Peso pro Euro, abzüglich 8% Servicegebühren. Hier auch nochmal ein Hinweis, da ich immer mal wieder gefragt werde. Das ist der aktuelle Wechselkurs in Kuba, auch wenn Exchange-Seiten noch die alten Werte anzeigen. Diesen offiziellen Kurs erhält man ja, in den kubanischen Banken, in den Cadeccas, also den Wechselstuben, aber auch an den Geldautomaten, sofern dort Geld vorhanden ist. Der informelle Kurs liegt seit ein paar Wochen stabil zwischen 170 und 180 Peso, hat sich also langsam eingependelt. Auch hier könnt ihr den täglichen Kurs über El Toque nachschauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über De Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Das ist auch bei der Auslandskrankenversicherung der Fall. Solltet ihr auch hier noch eine benötigen, schaut bei www.mike-vaupel.ergo.de vorbei. Alle Infos gibt es auch hier nochmal in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal rein. Danke euch. Werbung Ende. Am 27. November 2022 fanden die Wahlen der Gemeindeparlamente statt. Auffällig hier war die geringe Wahlbeteiligung von gerade mal 68,5%. Im Netz kursieren mehrere Ansichten, warum die Wahlbeteiligung im Vergleich zu sonst so gering ist. Mehr als Vermutungen sind es aber nicht und man kann es nicht genau sagen. Ich denke, die aktuelle Stimmung im Land und der Weggang von vielleicht mehr Personen, als man es offiziell weiß, begründet dies. Aber auch hier ist es nur eine Vermutung. Ihr wisst, die Stromversorgung ist und bleibt in Kuba ein Problem. Kuba erzeugt aktuell nur ein Drittel des angefragten Stroms. Neben den Kraftwerken auf der Insel werden seit 2019 Kraftwerksschiffe verwendet. Nun erreicht das 7. Kraftwerksschiff Kuba. Dieses verfügt über eine Leistung von 110 Megawatt und soll bei dem bestehenden Energiedefizit helfen. Die aktuellen Stromabschaltungen sind nicht mehr so lang und häufig wie noch vor ein paar Wochen, aber sie finden immer noch täglich statt. Ich habe es ja schon das eine oder andere Mal angesprochen. Mit meiner Frau werde ich am 1. Januar wieder nach Kuba fliegen. Wie ihr wisst, leben unsere Familien in Contra Maestre bei Santiago de Cuba. Dieses Mal reisen wir direkt nach Holguín, kommen also direkt im Osten an und werden nicht quer über die Insel fahren. Ich biete an dieser Stelle an, wer wichtige Dokumente zu versenden hat, kann sich gerne bei mir melden. Schreibt hierzu eine Mail an info@ilovekuba.de oder schreibt mich per Privatnachricht bei Instagram oder Facebook an. Hier nur die Bitte, dass es sich lediglich um Dokumente handeln sollte und kein Geld oder sonstige Artikel. Außerdem müssten die Dokumente abgeholt werden, wobei ich voraussichtlich so ziemlich im ganzen Osten unterwegs sein werde. Also
Meldet euch gerne, ich nehme Dokumente gerne mit, aber sie müssen in Kuba abgeholt werden. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein, zum Beispiel das letzte zu den kubanischen YouTubern, die Kuba verlassen haben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos. Ciao.